Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave und was ist denn da los? Heute mal wieder kein Intro, kein klassisches. Was ist denn hier los? Ja, ich habe nicht so viel Zeit, ich möchte euch aber trotzdem was zeigen. Da habe ich mir gedacht, ich kombiniere das jetzt hier einfach. Vielleicht mal ja auch noch ein Intro, vielleicht auch nicht. Schauen wir einfach mal, wie ich zeitlich hinkomme. Genau, was geht's denn eigentlich heute? Wir machen uns heute mal an das Thema Dichtigkeit ran. Und zwar gerade im Speziellen bei Düsenköpfen und der Düsennadel oder Düsenspitze. Und da schauen wir uns das einfach mal an. Und da habe ich schon seit längerem Probleme und ich habe auch schon öfters gesagt bekommen, wie ich das fixen soll. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt schauen wir uns doch mal die ganze Thematik an. Ich habe nämlich auch, um da mal kurz noch Werbung zu machen hier, für einen Airbrush Down and Dirty Tricks. Den habe ich auf YouTube auch abonniert, da schaue ich immer wieder mal rein, was der Junge so treibt. Und er hat eben gerade explizit so ein Video dazu gemacht. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, eigentlich cool, eigentlich so simpel, warum habe ich das eigentlich nicht schon früher gemacht? Und ja, das klaue ich einfach mal rotzefrech für meinen Kanal, habe ich mir gedacht. Und zeigt das euch, nicht jeder ist des Englischen mächtig, nicht jeder guckt jeden Scheiß von jedem anderen an, deswegen mache ich das trotzdem auch noch für den Kanal, um euch das einfach mal zu zeigen. Und ich habe mir gedacht, das ist doch sinnig und stimmig. Genau, um was geht es eigentlich? Es geht eigentlich um Folgendes. Und zwar die Undichtigkeit an der Düsenkappe. Muss ich mal gucken. Hier sieht man alles perfekt. Und zwar nehmen wir mal hier ein bisschen Glasreiniger und spülen das mal so ein bisschen ein und geben mal nur Luft und dann seht ihr schon, was hier passiert. Das ist richtig, richtig geil, oder? Wie das hier rumsuppelt. Du bist doch nicht ganz dicht. Ich therapiere dich gleich mal. Ja, also das ist wirklich hier einfach, hier tritt einfach die... Oh, Fokus! Hier tritt einfach die Luft aus, wie verrückt ihr seht. Also das ist einfach nicht dicht und wundert mich jetzt bei der Sparmax auch wenig, weil die jetzt keine spezielle Dichtung vorne dran hat am Düsenkopf und somit auch nicht unbedingt 100% dicht ist. Ganz im Gegenteil zu den ganzen H&S-Pistolen, die ja eigentlich alle eine schöne Dichtung vorne dran haben. Ich zeige es euch mal jetzt kurz hier bei der hier. Zum Beispiel bei der Ultra. Ja, boah. Ich mache die Nadel kurz raus, sonst ist sie gleich am Arsch. Der Nadelterminator hat sonst wieder zugeschlagen. Und zwar hat die ja hier der Düsenkopf immer so eine schöne, Fokus, hier eine schöne Dichtung dran. Aber dadurch hat man natürlich eine bessere Dichtigkeit, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber man ist trotzdem nicht gefreit von dem Problem. Und das habe ich tatsächlich bei der AL Plus gehabt, aber da habe ich ja jetzt einen neuen Körper, weil der ja kaputt gegangen ist. Deswegen hat sich das erstmal wieder erledigt. Aber es ist tatsächlich bei der Infinity schon. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das Gerät habe ich nicht lang, ein paar Monate vielleicht. Und es ist nicht hundertprozentig dicht und dann ist das scheiße. Wieso ist das scheiße? Das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, ich blende da hier aus und da sicher auch noch was ein, auch die Seite von dem Airbrush Down and Dirty Tricks definitiv. Da werde ich auch noch was einblenden. Aber wenn wir uns die Pistole mal genau anschauen, da werde ich einfach auch mal eine Grafik irgendwo raussuchen. Die Luft kommt hier unten rein, geht hier vorne entlang und kommt dann, kommt hier schon das Essen hoch. Kommt die hier vorne an. Und die Düsenkappe umschließt die Nadel und die Düse vorne. Und aus der Nadel und Düse kommt ja über den Fließbecher die Farbe rein. Und vorne kommt eben im Zusammenspiel mit der Luft und mit der Düsenkappe kommt eben, weg die Hände, hoppala. Kommt eben die Luft damit ran. Und die ist entscheidend und wichtig, damit wir hier einfach eine hundertprozentige, dass die Luft auch hundertprozentig vorne am Düsenkopf ankommt und nicht irgendwo entweicht. Und ihr habt ja gerade gesehen, dass das richtig mies entweicht. Und dann da kommt das natürlich hier unten, das sieht man hier jetzt glaube ich gar nicht so, Fokus mal wieder kommt. Ja, hier drinnen sieht man es jetzt nicht so, aber da kommt halt die Luft unten, ihr versteht schon, was ich meine. Und dann sollte das ja dicht sein im besten Fall. Und ja halten, das ist ja wirklich das, was es uns jetzt hier momentan gerade geht. Damit wir da einfach wirklich die 100% haben, damit auch nicht die Luft hier entweicht, sondern tatsächlich alles vorne am Düsenkopf, an der Spitze, an der Düsennadel, da wo sie hingehört. Und wie gesagt, man ist ja nicht gefreit davor. Ich zeige euch das mal bei der Infinity hier, wie das hier auch abgeht.
Ihr seht das, es ist einfach nicht dicht und das kotzt mich an. Aber gerade bei der Pistole finde ich es besonders beschissen. Die kostet fast 300 Euro und ist einfach nicht dicht. Klar kann ich hier weiter zudrehen und noch mit der Zange oder so. Ich habe ja die Zange von der Iwata, geht das schon noch mal ein bisschen. Aber ich will das Material doch nicht an seinen Ermüdungs- oder Maximumspunkt bringen, dass da mir irgendwann wahrscheinlich hier vorne noch der Düsenkopf irgendwann flöten geht oder so. Und das ist halt einfach ein Scheiß. Ich meine, das ist jetzt, ja, es macht sich bemerkbar. Ich glaube, so einen riesengroßen Einfluss aufs Brushen hat es vielleicht nicht unbedingt, aber das ist überhaupt einfach, ja, mich stört sowas einfach. Ich möchte die vollen 100% haben, vor allem wenn ich Detailarbeit mache und so. Dann möchte ich das einfach haben, damit das auch wirklich gut funktioniert. Und ich zeige euch jetzt halt einfach heute mal, wie wir das hinbekommen mit natürlichem Bienenwachs. Und hier die Iwata, da war das gleiche Spiel wie bei der Sparmax. Die war einfach komplett undicht. Da hat einfach nichts funktioniert. Ich gucke hier mal auf dem Referenzmonitor. Die hat einfach gar nichts funktioniert und das war halt irgendwie Käse. Das war wirklich Käse. Und jetzt hier habe ich es schon gemacht, hier habe ich es schon behandelt und ihr seht, das Ding ist bombendicht. Da kommt gar nichts mehr und das ist so simpel und so genial eigentlich. Und das ist das Coole und das werden wir jetzt auch so machen. So, die habe ich gerade gestern noch benutzt. Hauen wir wieder ein bisschen Wasser rein. Es sind alle nur zwischengereinigt, weil ich die gerade benutze, nur falls ihr euch wundert. Deswegen kommt die jetzt auch gleich mal wieder zurück. Genau. Wie machen wir das? Ich bin jetzt stolzer Besitzer dieses wunderschönen Honigblockes hier. Das ist natürlich mega viel, da werde ich wahrscheinlich 10 Jahre was davon haben. Aber das ist natürlich reines Bienenwachs. Ich weiß jetzt, dass der Airbrush Down Dirty Tricks hier, der gute Kollege, hat so einen extra Stift gehabt, der auch extra zum Abdichten war. Habe ich jetzt hier nirgendwo gefunden. Ich habe den ganzen Standardkäse, Teflonband und hier das Teflon, nicht Teflon, sag ich, Dichthanf und so einen Scheiß gefunden. Aber das bringt uns natürlich nichts. Wir brauchen natürlich das Bienenwachs. Und ich habe jetzt hier natürliches, 100% reines, einen richtig reinen, geilen Stoff von dem Bienenwachs. Goddamn right. Und das ist ziemlich cool, weil das halt einfach ein ganz natürliches Produkt ist, was natürlich eine super dichtende Fähigkeit mit sich bringt. Und hier in dem Bereich gerade speziell eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Ist jetzt natürlich gerade frisch gekommen mit der Post, aber ich konnte nicht drauf warten. Ich wollte sofort das Video machen. Es ist noch sehr, sehr kalt. Es hat noch nicht so die Zimmertemperatur. Also ich denke, wenn der noch mal ein bisschen mehr Zimmertemperatur hat, dann ist er noch mal ein bisschen geschmeidiger zum Einreiben. Aber es funktioniert auch so schon, wie ich ja schon ausprobiert habe. Deswegen zeige ich euch das doch einfach mal, was ich da so mache. Wir machen natürlich erstmal schnell die Nadel raus, damit wir die nicht schon wieder schrotten. Ich habe gestern original, ich muss kurz abschweifen, ich habe gestern original fertig gebrusht und dann stecke ich mir die Gun so schön in den Halter rein und statt in den Halter natürlich voll auf das Plastikteil und dann macht das vorne und dann war das Ding wieder am Arsch. Habe ich mich natürlich gefreut wie ein Schneekönig. So, jetzt zerlegen wir das Ganze natürlich mal. Ihr seht ja genug. Und jetzt nehme ich euch mal kurz näher ran. Näher ran. Jetzt haben wir natürlich hier, wenn der Fokus im Endlich kommt, haben wir natürlich hier schön das Gewinde. Und das werden wir jetzt einfach mit unserem schönen Klötzchen ein bisschen bearbeiten und einreiben. Nur so ein bisschen, einfach ringsrum. Es muss eigentlich gar nicht viel sein. Ihr seht schon, einfach so ein kleines bisschen. Und er ist schon viel weicher als bei der Iwata vorhin. Und reiben das ein, verschmieren das hier noch so ein bisschen, weil wir wollen, da waren natürlich ein paar Klümpchen jetzt. Dann ist das einfach schön eingerieben. Ich habe mir auch sagen lassen, dass es auch mit der Düse vorne geht. Wenn die extrem undicht sein sollte oder mit der Zeit wird, kann man das Bienenwachs auch dafür nehmen. Also finde ich eigentlich, wie gesagt, sehr, sehr cool. Und jetzt montieren wir das Ganze mal, machen das kurz ein bisschen sauber. Das Bienenwachs ist natürlich der Vorteil, dass das sehr dem Alkohol auch relativ lange trotzt und standhält, was eigentlich auch beim Reinigen und so ganz cool ist. Also kann das auch möglich sein, dass das relativ lange anhält. Und dann schauen wir doch mal, ob das jetzt schon hier geklappt hat bei der guten Gun. Einmal den Sprüher drauf und böbüm.
Okay, hier brauchen wir noch ein bisschen mehr. Hier will das noch nicht so recht. Das war jetzt der Vorführeffekt. Extra ausprobiert an der Iwata und hat alles geklappt. Sparmax lässt mich im Stich, du Sau. Ja, dann machen wir es halt nochmal. War ich jetzt ein bisschen zu zaghaft. Und dann machen wir das eben einfach nochmal. Und versuchen da jetzt einfach nochmal die Dichtigkeit. Natürlich wäre es besser, das Gewinde einzuschmieren, aber gucken wir jetzt einfach mal. Ich sollte euch natürlich auch noch drauf haben, dass wir das einfach mal hier einmal. Oh, jetzt wird das Wachs langsam schön weich. Vorhin war das so böckelhart, da ging gar nichts. Deswegen. So. Machen wir das hier nochmal so ein bisschen. Ihr wisst ja, ich zeige euch alles, auch wenn es nicht klappt. Deswegen bleibt auch sowas drin, das ist natürlich klar. Aber ich hoffe wenigstens, dass das funktioniert, du dumme Sau. Bleibt jetzt dicht. Ja, das ist natürlich nicht das perfekte Bienenwachs. Also ich habe gesehen, dass der YouTube-Kollege, dass der das eben mit so einem extra Sealing-Stift gemacht hat. Der war noch viel, viel weicher, da war das Wachs noch viel, viel weicher. Nicht ganz so hart wie unseres jetzt hier, aber das Schüssel. Oh, hier, guck. Falsch eingebaut. Nadel ist drin, aber scheiße. Ey, das ist wie wenn es live in die Hose geht. Der Griff nicht ganz drin. So. Das passiert dann immer ganz schnell, dass dann mal die Nadel an den Sack geht, wenn man auch hier gegen das Griffstück fährt. Passiert mir oft, dass ich das nicht 100% einbaue und dann schön mit der Nadel dann daran fahre. Aber so. Und jetzt haben wir es doch. Wunderbar dicht. Ja, hier. Ihr seid meine Zeugen. Ihr seid meine Airbrush-Zeugen. Einfach ein bisschen mehr. Ich habe am Anfang, war ich ein bisschen zu zaghaft. Ich bin ja hier wie beim Malen immer, gehe ich langsam ran und ihr seht, da passiert nichts mehr. Ja, dass ihr dann auch was seht. Also da ist jetzt wirklich alles dicht. Die Luft kommt perfekt. So wollen wir das haben. Da haben wir das jetzt richtig dicht und haben da auch das Maximum zum Airbrushen. Wirklich, also da haben wir jetzt natürlich einfach das Maximum, was wir auch brauchen, wenn wir wirklich gut arbeiten wollen. Wie gesagt, hier ist der gleiche Schüssel. Alles über Kopf überdreht. So, ihr seht es wieder, hier blubbert rum wie verrückt. Dann machen wir doch mal das gleiche hier. Jetzt kommt natürlich die Tochter nach Hause. War gerade mit Omi unterwegs. Hoffentlich crasht die jetzt hier die ganze Aufnahme nicht. Das könnte passieren. Oh. Fehler. Was macht der Bur? Kurz abgelenkt. Jetzt ist natürlich hier fest. Jetzt kläfft natürlich der Hund wieder. Der kleine Kläffer. So, natürlich das erstmal raus wieder. Und jetzt nehmen wir hier wieder die Düse raus und die Kappe. Und wie gesagt, wir haben hier eigentlich die Dichtung dran. Und die ist ja auch wirklich im Vergleich zu der Dichtung von gerade eben wirklich noch mega gut. Und ja, dass das nicht 100% dicht ist, das ist schon ärgerlich irgendwie. Und ich finde es auch ein bisschen blöd, dass das überhaupt so ist. Bei der AL Plus, mein Gott, die war 6, 7 Jahre alt, da kann das schon mal passieren. Da habe ich die Dichtung auch hier, die Teflon-Dichtung auch mal gewechselt. Und dann hat das auch geklappt. Und dann war das auch in Ordnung. Aber bei so einer Gun, die wirklich fabrikneu ist, da erwarte ich, dass das lange dicht hält. Und ich da nicht wie so ein Vollspaß, die das Ding anziehen muss, damit ich das auch wirklich dicht habe irgendwo. Also das ist wirklich, da bin ich jetzt hier, da bin ich ein Stück weit schon enttäuscht. So. Einfach ein bisschen verreiben, wenn es natürlich ein paar Krümel im Gewinde drin sind. Hier so ein bisschen mit den Fingern wird es natürlich schön wärmer. Ich denke, das funktioniert noch 1000-mal besser, wenn das nachher hier ein bisschen wärmer ist. Aber ich bin ja jemand, ich bin bei sowas ungeduldig. Ich wollte es euch gleich zeigen, deswegen mache ich gleich die Aufnahme hier. Bin ich ja crazy Dave. Glitzer Dave oder wie er mich immer nennt hier. Natürlich Grüße an euch da draußen, an die liebe Community. Oh, ich hoffe, das Video hilft euch dann auch. Sowas würde ich ja mal
tendenziell einfach mal abchecken und ihr seht's. Das gleiche Spiel, wir suppen das Ding mal richtig voll, damit es richtig schön nass ist. Mit Glasreiniger und ihr seht, da kommt nichts mehr raus. Jetzt ist es wirklich dicht. Und genau das wollen wir doch am Ende des Tages haben. Einfach, was das Thema angeht, echt. Also da sind wir jetzt wirklich safe und haben das wirklich dicht. Dafür benutze ich sprühe natürlich das Ganze dauernd mit Glasreiniger ein. Da könnt ihr das natürlich besser begutachten, wenn das rausbläst, weil der Glasreiniger dann natürlich losblubbert. Genau. Und so haben wir die Gun dicht. Und die hier haben wir jetzt schön dicht gemacht. Und natürlich die hier auch. Und dann war das jetzt... ihr seht ja gar nichts. Ihr seht ja gar nichts, Mensch. Jetzt haben wir natürlich die Guns alle dicht bekommen. Und das ist, wie gesagt, finde ich das sehr, sehr geil. So ein normaler Honig... also normales Bienen... Ich sag schon Honig. Also ich bin heute schon wieder völlig baller. So normales Bienenwachs. Kann halt wahre Wunder wirken, ist Naturprodukt, da macht es ja nichts falsch, das ist relativ resistent gegenüber den Lösemitteln etc. Ihr habt die Dinger jetzt perfekt sauber und wieder dicht, könnt natürlich auch mal die Düsen abchecken, wenn das mal irgendwie, wenn ihr da merkt, dass da was nicht passt, aber dann ist das wirklich das schon gewesen, das ging jetzt recht schnell und 250 Gramm haben mich gekostet 4 Euro. 4 Euro bei meinem Imker des Vertrauens hier um die Ecke. Der macht das auch noch selber, voll geil. Und ja, dann habe ich das jetzt und dann ist das prima. Ich habe auch schon gesehen, bei eBay gibt es genug Zeug, also da könnt ihr das auch kaufen. eBay ist da, glaube ich, eine ganz gute Anlaufstelle. Gibt es viele auch so Naturprodukte, gefiltertes Wachs, es muss halt gefiltertes sein. Das ist noch wichtig zu wissen, dass das frei von Verunreinigungen etc. Partikeln sind, damit da eben nachher nichts vorne an die Düse rankommt, weil über die Kappe natürlich dann nachher, wenn der Dreck nach vorne befördert wird, ist das natürlich auch nicht sinnvoll. Aber so haben wir das Ding jetzt tippitoppi sauber und ist doch geil. Also mir gefällt sowas immer und das hätte ich schon viel früher mal machen sollen. Bin mal gespannt, wie sich das bei den zwei auswirkt, weil bei den zwei war das extrem. Aber es ist irgendwie auch klar, die Düsenkappen haben keine Dichtung, die werden nur draufgeschraubt und 100% dichten die halt nicht ab. Hier bei der AL Plus dichtet es ab. Die ist jetzt auch noch hier zwischengereinigt, ist noch ein bisschen was drin. Hier ist es dicht, da kommt nichts raus. Die ist jetzt unbehandelt oder so, aber ihr seht da, die passt einfach, weil die Dichtung da einfach gut abschließt. Aber wie gesagt, dass es bei der Infinity schon gleich ist, war ich jetzt echt ein bisschen baff und auch ein bisschen verwundert. Und ich ziehe das Ding schon immer gut an. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich hier so einen schwachen Arm habe oder so. Deswegen, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es jetzt gemacht. Ich finde das ziemlich cool. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir natürlich wieder gerne einen Daumen da und kommentiert fleißig. Interessiert mich natürlich gerne, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt mit dem Bienenwachs. Dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wie gesagt, liken, abonnieren. Ihr kennt den ganzen Kladderadatsch. Wer einen Obolus da lassen will, guckt einfach mal in die Infobox rein oder so. Immer schön supporten. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und noch viel Spaß mit meinen ganzen anderen Videos. Mua!